Der Connemara, die einzige einheimische Rasse Irlands, wurde sicherlich ab dem 4. Jahrhundert vor Christus von den Kelten, die talentierte Reiter waren, im Südwesten Englands im Vereinigten Königreich und in Irland eingeführt. Die Kelten entwickelten die Rasse ursprünglich aus den skandinavischen Ponys der Wikinger. Zu den Ursprüngen von Connemara gibt es aber auch eine Legende, die besagt, dass nach dem Untergang der spanischen Armada bei ihrem Scheitern im Jahr 1588 schiffbrüchige andalusische Pferde freigelassen wurden und an die Küste schwammen. Anschließend kreuzten sie sich mit Wildponys und verfeinerten so das Modell dieser einheimischen Rasse. Nach dieser Version hätten die iberischen Pferde also zur Geburt von Connemara beigetragen. Wie dem auch sei, der Connemara ist nicht nur das Ergebnis einer Kreuzung, sondern auch das Ergebnis schwieriger Lebensbedingungen, die die Rasse im Laufe der Zeit geformt haben. Frühe Bauern in Irland hatten normalerweise eine große Familie zu ernähren und konnten nur ein gutes Pony kaufen, das oft aus einer wilden Herde stammte. Die meisten dieser Bauern zogen es vor, eine Stute zu besitzen, um deren Nachkommen für ein zusätzliches Einkommen verkaufen zu können. Während der Trächtigkeit musste die Stute auf dem Feld arbeiten oder einen schwer beladenen Karren ziehen. Dieser Lebensstil zwang Connemara dazu, seine Ausdauer und Anpassungsfähigkeit zu entwickeln. Zusätzlich zu seiner Arbeit musste Connemara der Natur in den trockenen und wilden Weidegebieten der Moore und Hügel an der Westküste Irlands in der Region Connemara trotzen. Von 1845 bis 1852 wird die große irische Hungersnot dramatische Folgen für Connemara haben. Tatsächlich wird die Armut der Bevölkerung zu einem starken Rückgang der Qualität der Herde und zum Verkauf der meisten Pferde führen. Manche Züchter lassen ihre guten Pferde zurück, ebenso wie die mittelmäßigen, die dann frei in den Hügeln brüten. Um 1900 war das ursprüngliche Connemara-Modell, das in der Lage war, unter sehr rauen Bedingungen zu überleben, vom Aussterben bedroht. Im Jahr 1923 wurde die Connemara Pony Breeders Society mit dem Ziel gegründet, die Rasse zu fördern und zu erhalten. Der Verein wird die besten Hengste und Stuten der Region auswählen und die örtlichen Landwirte davon überzeugen, sie einzusetzen. Trotz dieser langen und geschichtsträchtigen Geschichte wurde die Connemara erst mit der Veröffentlichung des Zuchtbuchs im Jahr 1926 zu einer offiziellen Rasse. Es wurde von rund 30 Enthusiasten ins Leben gerufen, die sich Sorgen um die Zukunft von Connemara machen. Auf diese Weise ist es dem Zuchtverband gelungen, im gesamten Gebiet Qualitätslinien zu entwickeln. Aber dieses kleine Pferd, das in der landwirtschaftlichen Arbeit Irlands eine große Rolle spielte, wird diese Funktionen in den 1960er Jahren mit der allgemeinen Motorisierung verlieren. Es war das Aufkommen von Connemara im Sport- und Freizeitreiten in den 1970er Jahren, das der Rasse neues Leben einhauchte. Der Connemara erfreut sich in Irland großer Beliebtheit, was 1995 zur Gründung eines Museums führte, das ausschließlich der Rasse gewidmet ist, sowie einer jährlichen Ausstellung, die seit 1923 als Schaufenster dient. Heutzutage gibt es Connemara in vielen Ländern, allerdings ist das ursprüngliche Modell aufgrund des Erfolgs des Sportmodells vom Aussterben bedroht.